So, jetzt haben wir ja von Vorstudien so ein bisschen was schon erzählt. Aber die Frage ist natürlich für die ganzen Zuschauer oder Zuhörer, wie machen wir von Share eigentlich wirklich so ein Vorprojekt? Haben wir da ein standardisiertes Vorgehen? Was sind die Inhalte von Phasen? Ja, ich fasse das gerne mal zusammen. Im Wesentlichen bestehen Vorstudien bei Share aus 4 Phasen. Die genauen Inhalte können von Kunde zu Kunde nochmal angepasst werden, aber diese 4 Phasen sind in der Regel zu Beginn eine Initialisierung der Vorstudie, wo erste Analysen durchgeführt werden, dann gemeinsam mit dem Kunden eine Analyse seiner heutigen Geschäftsprozesse und der Veränderung, die er daran vornehmen möchte. In der zweiten Phase eine Sollbetrachtung der Geschäftsprozesse und auch der damit verbundenen Veränderungen der SAP- und IT-Landschaft, wie zum Beispiel die Analyse, ob der Kunde SAP BTP schon im ersten Schritt einsetzen möchte, wie der Kunde mit der UI-Technologie Fiori umgehen möchte im Projekt oder auch wie er die Datenmigration bei sich durchführen möchte, abhängig vom Transformationsszenario, das er gewählt hat, und auch eine Bewertung, welche historischen Daten im neuen System benötigt werden. Und als 4. Phase eben dann als Abschluss der Vorstudie eine gemeinsame Durchsprache bzw. Präsentation der Vorstudienergebnisse, sodass der Kunde da dann mit seiner fertigen Roadmap und einer Zeitplanung und Ressourcenplanung und auch Budgetabschätzung dann den weiteren Weg für seine S4HANA-Transformation angehen kann. Genau. Bei uns ist ja auch nochmal wichtig, also nach den 3 Punkten die Prozesse anzuschauen, weil es muss einen Nutzen in den Prozessen geben, die Business-Ziele müssen bekannt sein, müssen auch erreicht werden können. Und das 3. war das Transformationsszenario. Ganz interessant, weil neben Brownfield und Greenfield gibt es ja in der gerade selektiven Datentransformation jetzt eine Neuerung, dass SAP BTC jetzt dazu kommt, also eine Lösung der SAP, um auch hier selektiv eine Datentransformation durchzuführen. Das heißt, gewisse alte Zöpfe abschneiden können und, sage ich mal, mit einem fast neuen System zu starten, aber was die Historie der Altdaten noch weiter im System behält. Danke, Ralf. Für Kunden, die sich für das Thema Vorstudien interessieren, haben wir auf unserer Webseite noch weitere Informationen zusammengestellt, die wir in dem Video verlinken werden.